Hast du auch schon mal ein deutsches Buch gekauft und nach Seite 10 aufgegeben? Passiert total oft, weil das Buch einfach zu schwer ist. Heute zeigen wir dir, welche einfachen Bücher du wirklich lesen solltest und wie du sie findest, damit du im Alltag sicherer sprichst. Alles auf A2. Genau, und zwar für echte Situationen, in der Buchhandlung fragen, in der Bibliothek etwas ausleihen und zu Hause lesen, ohne jedes Wort zu übersetzen. Wir geben dir Sätze, kleine Strategien und sogar ein kurzes Rollenspiel. Also, bleib dran, das wird sehr praktisch. Hallo zusammen, ich bin Tim. Und wie immer mit dabei ist Julia. Schön, dass ihr da seid. Die ganze Lektion ist übrigens auf Vocabli. So, und jetzt direkt rein ins Thema, Bücher für A2, aber welche? Also, viele sagen ja, nur Serien schauen bringt's, oder nur Apps. Ich finde, beides kann helfen, aber ein gutes Buch gibt dir Struktur. Du lernst Grammatik nebenbei, aber eben in einer Geschichte, und das bleibt im Kopf. Ja, und Bücher zeigen auch, wie Leute wirklich reden, mit du und sie, mit kleinen Höflichkeitsformen. Das ist wichtig, weil manche lernen da einfach du sagen und dann ist es peinlich. In Dialogen siehst du sofort, hier passt sie, hier passt du. Welche Arten von Büchern sind gut? Erstens. Leichte Lektüre mit A2 auf dem Cover, oft mit Glossar und Übungen. Zweitens. Kinderbücher für Erstleser, mit klaren Sätzen und Bildern, das ist super zum Einstieg. Drittens, Kurzgeschichten für Deutschlernende, so 5 bis 10 Seiten pro Geschichte, das motiviert. Viertens, Comics oder Graphic Novels mit wenig Text, aber viel Kontext durch Bilder. Und ich liebe Bücher mit Hörbuch, dann hörst du und liest gleichzeitig. Kurzer Tipp, wie du ein Buch auswählst, der 5-Finger-Test. Du liest eine Seite und markierst in Gedanken unbekannte Wörter. Wenn es mehr als 5 sind, ist das Buch wahrscheinlich zu schwer. Und ein zweiter Test, du solltest so 70 bis 80% verstehen, ohne Wörterbuch. Wenn du nur rätst, macht es keinen Spaß. Und ja, Spaß ist wichtig, sonst liest du nicht weiter. Lass uns früh ein kleines Rollenspiel machen, okay? Situation. Du gehst in eine Buchhandlung und suchst eine leichte Lektüre. Ich bin der Kunde, du bist die Verkäuferin. Alles klar, legen wir los. Ready, Kunde Tim? Guten Tag, haben Sie vielleicht eine leichte Lektüre auf A2? Ich suche etwas Kurzes mit einem Glossar und, wenn möglich, mit Hörbuch. Ich möchte jeden Tag ein bisschen lesen. Ja, natürlich. Möchten Sie lieber Kurzgeschichten oder einen kleinen Roman? Wir haben hier eine A2-Reihe mit Übungen am Ende und Audiodateien zum Download. Kurzgeschichten klingen gut. Gibt es auch Themen aus dem Alltag, also Restaurant, Bahn, Wohnung? Ich will Wörter lernen, die ich wirklich brauche. Ja, genau das. Schauen Sie mal, diese Sammlung hat Geschichten im Café, im Supermarkt und im Zug. Die Sätze sind kurz, und es gibt Erklärungen auf jeder Seite. Perfekt, ich nehme das. Danke für die Hilfe. Und ja, könnten Sie's bitte einpacken? Gern, viel Spaß beim Lesen. Und wenn es zu leicht ist, kommen Sie einfach zurück und wir suchen A2 bis B1. So, Ende vom Rollenspiel. Das waren 3 nützliche Sätze. Haben Sie eine leichte Lektüre auf A2? Gibt es ein Glossar? Und ich suche Kurzgeschichten aus dem Alltag. Die kannst du dir echt merken. Total. Und in der Bibliothek geht's ähnlich. Du sagst einfach, Entschuldigung, wo finde ich leichte Lektüre auf A2, oder haben Sie Bücher mit Hörbuch? Das reicht schon. Jetzt noch ein Punkt aus der Praxis. Nicht jedes Kinderbuch ist automatisch leicht. Manche sind poetisch und schwer.
Erstleserbücher mit vielen Bildern sind meistens besser als sehr künstlerische Bilderbücher. Ja, und was viele falsch machen, sie übersetzen jedes einzelne Wort. Das ist anstrengend und langsam. Besser, erst eine Seite lesen, dann nur die wichtigsten Wörter nachschlagen. Ich mach so. Ich lese eine Seite, markiere 2 oder 3 Wörter, die oft kommen oder wichtig sind. Dann lese ich nochmal laut. Laut lesen hilft mir mit der Aussprache und mit dem Rhythmus. Genau, und Bücher mit Hörbuch sind da Gold. Du hörst, wie die Person betont, wo die Pausen sind. Dadurch klingt dein Deutsch natürlicher. Kurze echte Story dazu. Ich hatte einen Lernenden, er hat in einem Restaurant immer 2 und 3 verwechselt. Dann hat er eine A2-Geschichte mit Restaurantdialogen gelesen und gehört, so richtig oft. Und zack, beim Bestellen sagte er ruhig, ich nehme 2, ganz klar, kein Stress mehr. Ja, sowas liebe ich. Geschichten bleiben hängen, weil du Bilder im Kopf hast. Regeln sind wichtig, aber ohne Kontext rutschen sie schnell weg. Und jetzt mal mini praktisch. Wie planst du das Lesen? Ich sag, jeden Tag 10 bis 15 Minuten, immer zur gleichen Zeit. Also zum Beispiel morgens beim Kaffee oder abends vor dem Schlafen. Ich nehme gern ein kleines Notizbuch, so ein Lesetagebuch. Da schreibe ich 3 Sachen rein, neue Wörter, einen Satz, den ich schön finde, und eine ganz kurze Zusammenfassung. Das dauert nur 5 Minuten. Okay, Halbzeit, machen wir ein schnelles Quiz, ja? Wie fragst du in der Buchhandlung nach einem passenden Buch? Ganz höflich? Also, kleine Pause, und die Antwort ist, haben Sie eine leichte Lektüre auf A2, am besten mit Glossar? Wenn du das sagen kannst, bist du super vorbereitet. Und noch eine Frage, was ist der 5-Finger-Test? Genau, eine Seite lesen und wenn du mehr als 5 unbekannte Wörter hast, ist es wahrscheinlich zu schwer. Das ist echt eine einfache Regel. Weiter geht's. Manche sagen ja, nur Immersion, also nur Serien, Musik, Leute treffen. Das ist toll, klar, aber Bücher bringen Ordnung rein. Gerade auf A2 brauchst du beides, Input und Struktur. Und Apps? Die machen Spaß, aber oft fehlt Tiefe. Ein gutes Buch zeigt Kultur, Humor, Redewendungen. Du lernst nicht nur Wörter, du lernst auch Situationen, und das hilft beim Sprechen. Achte beim Kauf auf kleine Dinge, großer Zeilenabstand, kurze Kapitel, Glossar am Rand. Wenn auf dem Cover A2 steht, schau trotzdem einmal hinein. Dein Gefühl ist wichtig, nicht nur das Label. Und schau dir den Klappentext an, also den Text hinten auf dem Buch. Wenn du ihn ungefähr verstehst, ist das ein gutes Zeichen. Wenn du gar nichts verstehst, such lieber ein leichteres Buch. Noch ein Tipp gegen die Übersetzungsfalle, lies zuerst eine ganze Seite, ohne Wörterbuch. Dann markiere 3 Wörter und schau sie nach. Beim nächsten Lesen versuchst du, nicht mehr zu übersetzen, sondern zu fühlen, was der Text sagt. Ich mach manchmal Folgendes, ich lese ein Kapitel leise, dann höre ich das Hörbuch dazu und lese laut mit. Danach schreibe ich 2 Sätze, wer macht was und warum. Fertig. Das ist wie ein kleines Workout. Okay, zweites kurzes Rollenspiel. Zusammenfassen nach dem Lesen. Ich habe eine A2-Geschichte gelesen. Ein Student zieht nach Berlin und sucht ein Zimmer. Ich sag 2 Sätze, du korrigierst mich, ja? Ja, los. Also, der Student kommt nach Berlin und findet erst kein Zimmer. Er trifft eine nette Mitbewohnerin, sie zeigt ihm die Wohnung und am Ende bekommt er das Zimmer. Klingt gut und klar. Du kannst noch sagen, warum er das Zimmer bekommt, zum Beispiel, weil er freundlich ist und pünktlich. Aber ja, das ist eine schöne A2-Zusammenfassung.
Siehst du, so lernst du, kurz und deutlich zu sprechen. Bücher geben dir dafür super Vorlagen. Je öfter du zusammenfasst, desto natürlicher wird dein Deutsch. Noch etwas, was viele überrascht: Kinderbücher sind nicht peinlich, sie sind praktisch. Klare Bilder, kurze Sätze, viel Wiederholung. Das ist perfekt, wenn du nach der Arbeit müde bist. Und wer gern kreativ ist, kann ein kleines Tagebuch mit Buchprompt machen. Du nimmst einen Satz aus dem Kapitel, zum Beispiel „Er wartet am Bahnhof", und schreibst 3 eigene Sätze weiter. So denkst du in Deutsch, nicht in Übersetzungen. Genau, dadurch hörst du auf, alles im Kopf zu übersetzen. Viele Lernende hängen da fest und sprechen dann sehr langsam. Mit kleinen Schreibübungen löst du das, ganz entspannt. Noch ein praktischer Kauftipp. Bibliotheken haben oft eine eigene Ecke mit leichter Lektüre. Frag nach Deutsch als Fremdsprache. Das kostet wenig, manchmal gar nichts, und du kannst verschiedene Reihen testen. Und Sekundhandläden sind super. Da findest du oft Erstleserbücher sehr günstig. Nimm einfach 2, 3 mit und probier, welches dir Spaß macht. Wortschatz, aufpassen. Der Klappentext ist die kurze Beschreibung hinten. Das Glossar ist eine kleine Liste mit Erklärungen, meistens schwierige Wörter. Und die Lektüre bedeutet hier ein einfaches Buch zum Lernen. Und noch die Sache mit du und sie. Viele Bücher zeigen das sehr deutlich in Dialogen, zum Beispiel im Geschäft sie, mit Freunden du. Wenn du das im Text siehst, merkst du es dir besser. Was sind häufige Fehler beim Lesen? Erstens: zu schwierige Bücher wählen und dann frustriert aufgeben. Zweitens: zu schnell die Motivation verlieren, weil man jeden Tag zu viel will. Lieber kleine Schritte, aber jeden Tag. Drittens, nur still lesen. Lies auch mal laut, auch wenn's komisch klingt. Das trainiert Zunge und Ohr, und du hörst sofort, wo du hängst. Noch eine kleine Technik: lies mit dem Finger. Fahr die Zeile langsam entlang, damit du nicht springst. Das beruhigt und hilft beim Fokus. Und markiere nicht alles gelb, das bringt nichts. Markiere nur Wörter, die wirklich wichtig sind, zum Beispiel Orte, Zeiten, Verben der Handlung. Der Rest ergibt sich oft aus dem Kontext. Wenn du Zahlen üben willst, such dir Geschichten mit Bestellen im Restaurant oder mit Preisen im Supermarkt. Da stehen oft 2, 3, 4 und du sagst sie laut mit. So vermeidest du die 2 und 3 Verwechslung. Oder nimm eine Geschichte im Zug. Du lernst Wörter wie Gleis, Verspätung, Anschluss. Dann verstehst du auch echte Ansagen besser, weil dir die Wörter schon vertraut sind. Ich mag Reihen, in denen jede Geschichte ähnlich aufgebaut ist. Zum Beispiel immer Problem, kleine Suche, Lösung. Das gibt dir Sicherheit und du kannst mehr auf die Sprache achten. Und wenn ein Kapitel schwer ist, lies zuerst den Klappentext oder die Inhaltsangabe. So weißt du, worum es geht. Dann fällt dir das Lesen leichter, weil du den roten Faden kennst. Zum Schluss noch ein Miniplan für dich. Montag bis Freitag jeden Tag 10 Minuten lesen, Samstag eine kleine Zusammenfassung schreiben, Sonntag Hörbuch hören und laut mitlesen. Das ist überschaubar, aber sehr effektiv. Und nach 4 Wochen merkst du richtig Fortschritt. Ja, und feier kleine Erfolge. Ein Kapitel geschafft? Super. 2 neue Wörter benutzt? Noch besser. So bleibt die Motivation hoch. Jetzt mal an euch: welches einfache deutsche Buch hat euch wirklich geholfen? Habt ihr eine Lieblingsreihe für A2 oder vielleicht ein Kinderbuch, das überraschend gut war? Teilt eure Tipps, wir sammeln gern neue Ideen. Und wie lest ihr? Mit Hörbuch, laut, mit Lesetagebuch oder ganz anders? Schreibt uns, was für euch funktioniert,
das interessiert sicher viele hier. Und wie am Anfang kurz gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Link in der Beschreibung. Schau einfach rein, hol dir die Sätze aus dem Rollenspiel und die Lesecheckliste. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Genau, nimm dir heute ein kurzes Kapitel und probier's aus. Wir glauben echt, mit dem richtigen Buch macht Deutschlernen Spaß. Bis bald.